Nach dem Datenklau in Liechtenstein im Sommer 2026 fragen wir uns, hat die Stiftung in Liechtenstein noch Zukunft? Und was könnten alternative Modelle zur Lieblingsauslandsstiftung im deutschsprachigen Raum sein? Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn dich das Thema Vermögenssicherung, Vermögensschutz interessiert im Ausland, außerhalb der EU, dann können wir dich natürlich dabei umfassend unterstützen. Mein Kollege Friedrich Hennegriff kümmert sich um diese Themen bei uns im Hause. Unsere Website zu diesem Thema heißt assetprotection.plus. Da findest du viele wertvolle Informationen, natürlich auch zum Thema ausländische Stiftungen. Auch wenn es um das Thema amerikanische LLCs geht, können wir dich natürlich unterstützen. Unsere Webseite dazu ist nullsteuer.llc. Wenn du um dein Vermögen besorgt bist, wenn du dein Vermögen sichern möchtest, wenn du dir Stiftungsmodelle überlegst, dann rate ich dir auf jeden Fall, ein Beratungsgespräch bei Friedrich zu buchen. Links dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Du hast es sicherlich mitbekommen und wir haben ja auch schon darüber auf diesem Kanal berichtet. Im Sommer 2026 wurde die Liechtensteiner Regierung gehackt. Es wurden insgesamt 31.000 Datensätze entwendet. Es ging um das Register der wirtschaftlich Berechtigten, das sogenannte Transparenzregister oder auf Englisch Register of Beneficial Owners. Da stehen also alle Details wie zum Beispiel die persönliche Wohnadresse, Geburtsdatum etc. aller wirtschaftlich Berechtigten, aller Trusts und Stiftungen in Liechtenstein drin. Diese Daten wurden gestohlen, möglicherweise noch weitere Daten, man ist sich da nicht so sicher. Und es ist natürlich auch nicht klar, wer diese Daten geklaut hat. Es gibt verschiedene Szenarien. Waren es möglicherweise Personen aus dem Umfeld der organisierten Kriminalität, die jetzt diese Daten an die Höchstbietenden verkaufen wollen? Zum Beispiel an Regierungen, die dann wiederum herausfinden können, ob hier Bürger Steuern hinterziehen mit solchen Strukturen. Gerade in Ländern, wo es vielleicht noch keinen funktionierenden Informationsaustausch gibt, steckt sogar vielleicht eine Regierung selbst hinter diesem Datenklau. Muss man als Eigentümer einer Stiftung demnächst damit rechnen, dass bewaffnete Banden bei einem zu Hause auftauchen, einem die Pistole an den Kopf setzen und einem bedrohen und fordern, dass man letztlich seine Konten leer räumt? Das alles sind natürlich viele Sorgen, die sich Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigte von Stiftungen momentan machen. Ich hatte dir ja empfohlen in meinem letzten Video zu diesem Thema, wenn dich das betrifft, dann versuche zu ermitteln, was im Transparenzregister in Liechtenstein gespeichert ist. Bereite dich vor, rede mit deinem Anwalt, nimm deine persönliche Sicherheit ernst. Es gibt ja einige ähnliche Beispiele, denken wir zum Beispiel an die Daten der französischen Steuerbehörden, die an Kriminelle verkauft wurden, wo dann entsprechend Krypto-Investoren aufgesucht, bedroht und ausgeraubt wurden. Ich glaube, es sind sich alle einig, dass das das Ende der liechtensteinischen Stiftung, so wie wir sie heute kennen, bedeutet. Und das sieht auch Gregor so. Gregor hat uns eine E-Mail geschickt und hat uns gebeten, das Ganze einmal zu analysieren und möglicherweise alternative Modelle vorzuschlagen. Gregor hat dazu auch einen Artikel geteilt von Inside Paradeplatz, den werde ich dir gleich auch mal zeigen. Aber vorab möchte ich natürlich sagen, wenn auch du ein Thema hast, was dich interessiert, was wir einmal auf diesem Kanal behandeln sollen, wie jetzt dieses Thema konkret, dann lade ich dich herzlich ein, geh auf unsere Webseite perspektiveausland.com. Da findest du ein Formular, das heißt Thema oder Gast vorschlagen, oder du verwendest einfach das Kontaktformular. Schick uns dein Thema. Wir freuen uns über deine Zuschriften. Viele Themen, die wir auf diesem Kanal behandeln, sind von solchen Beitragswünschen inspiriert. Wir können natürlich nicht auf alle Wünsche eingehen, aber wenn es ein so interessantes Thema ist wie das jetzt Gregor vorgeschlagen hat, dann tun wir das natürlich gerne. Also, Gregor hat folgenden Artikel des Schweizer Finanzblogs Inside Paradeplatz uns geschickt. Übrigens eine Publikation, die ich dir absolut empfehlen kann. Also, was schreibt Inside Paradeplatz? Ländle Datenklau, USA als große Profiteure. Nirgendwo ist Vermögen aus welcher Quelle und in welchem Zustand auch immer besser geschützt als in Trump-Land. Der Diebstahl der fürstlichen Kronjuwelen in Liechtenstein läutet wohl das Ende des Finanzplatzes ein, wie wir ihn kennen. Da stimme ich absolut zu. Jetzt können Personen mit juristischen Hüllen oder Tarnkonstruktionen wie Stiftungen oder Trusts zusammengeführt werden. Interessenten für diese 31.000 Datensätze gibt es in Hülle und Fülle die meisten Nachrichtendienste der Welt. Welche Politiker, Oligarchen oder Unternehmer in Liechtenstein Vermögen halten, diese Informationen sind
Gold wert. Dann die meisten Strafverfolgungs- und Steuerbehörden der Welt. Der Datenklau bei der Fürstenbank LGT fand beim deutschen Fiskus einen zahlungskräftigen Abnehmer, was nicht nur den Fall zum Winkel auslöste. Ebenso sehr Erpresser und organisierte Kriminalität, nicht nur Erpressung, auch falsche Zahlungsanweisungen, Identitätsdiebstahl oder Entführungsplanung. Das sind nur einige der Möglichkeiten, was Verbrecher mit diesen Daten anfangen können. Man muss natürlich sagen, dass die hier genannten Bedrohungspotenziale jetzt nicht unbedingt für jedes Land in gleicher Weise gelten. Also wenn du heute in Deutschland wohnst und eine Stiftung in Liechtenstein gründest, dann ist das ja komplett legal. Dann gibt es ja einen umfangreichen Austausch mit den deutschen Behörden. Das heißt also, hier sollte man nicht erwarten, dass es dort zu irgendwelchen Überraschungen kommt. Selbst wenn jetzt die deutschen Behörden diese Datensätze bekommen würden, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie das ohnehin schon wissen sollten. Aber wenn man natürlich irgendwelche Scheinkonstruktionen verwendet, vielleicht mit anderen Wohnsitzen zum Beispiel, sodass die Daten nie in Deutschland angekommen sind, dann könnte es natürlich möglicherweise auch für die deutschen Behörden interessant sein. Aber man muss es ganz klar sagen, die Gründung einer Stiftung Liechtenstein ist komplett legal, ist sehr kompatibel mit dem deutschen Recht. Viele haben das gemacht. Also man muss da natürlich nichts befürchten, wenn man das alles korrekt gemacht hat, dass da das Finanzamt dann irgendwas herausbekommt. Weiter im Artikel. Zudem gibt es indirekte Nutznießer, all die Konkurrenten Liechtensteins im weltweiten Geschäft der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung. Liechtenstein verwaltet Vermögen von insgesamt 700 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu anderen Finanzplätzen ist das so im Mittelfeld. Hongkong verwaltet 2,9 Billionen US-Dollar. Hier natürlich besonders groß, denn dort wird das ganze chinesische Geld verwaltet. Schweiz ungefähr die gleiche Größenordnung. Singapur 2,1 Billionen, USA 1,6 Billionen, Großbritannien 1 Billion. Kleine Inseln im Meer oder Luxemburg sind andere Big Player. Dann werden hier eben auch noch Inseln genannt, wie zum Beispiel die Cook Islands, Nevis, Belize. Auf einige werde ich gleich nochmal eingehen. Jetzt kommt hier der eigentliche Punkt, den der Autor ansprechen will. Wer all das beabsichtigt, zu dem kriminelle Gelder möglichst jedem Zugriff und jeder Enttarnung entziehen will, für den gibt es nur ein Ziel: die USA. Das ist natürlich komplett überspitzt formuliert, aber das darf der Autor natürlich auch so tun. Nirgendwo ist Vermögen aus welcher Quelle und in welchem Zustand auch immer besser geschützt, allein schon vor dem Zugriff ausländischer Steuerbehörden. Denn während die USA mit FATCA sich das Recht anmaßen, weltweit alle Vermögenswerte nach US-Recht zu besteuern, die irgendetwas mit den USA zu tun haben, verweigern sie selbst die Teilnahme am automatischen Informationsaustausch OECD-CRS. Sie erteilen ausländischen Steuerbehörden keine Auskünfte. Zudem können die kleinen Inseln im Meer und nicht nur die kleinen Inseln im Meer, natürlich auch die Schweiz, unter großen Druck der USA geraten. Sie knicken dann ein und die Daten werden dann herausgerückt auf dem kurzen Amtsweg. Oder sie werden wieder mal professionell beklaut, was man eben in Panama gesehen hat oder jetzt auch in Liechtenstein. Soweit also der Artikel von Inside Paradeplatz. Ich werde in der Videobeschreibung den Link dazu ebenfalls teilen. Und in vieler Hinsicht kann ich dem, was der Artikel im Grundsatz sagt, nur zustimmen. Allerdings gibt es natürlich zunächst mal ein großes Problem, insbesondere dann, wenn du in Deutschland oder in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig bist. Dann kannst du nämlich ausländische Stiftungen und Strukturen natürlich gar nicht so einfach verwenden. Und das war eben der große Vorteil der Liechtensteinischen Stiftung bisher. Liechtenstein ist ja im EWR, also das ist sowas wie EU-Mitglied, nur ohne Mitspracherecht. Weil eben Liechtenstein Mitglied im EWR ist, gelten die strengen Hinzurechnungsregeln nicht, die es ansonsten insbesondere in Deutschland gibt und eben auch in Österreich und in vielen anderen Ländern natürlich auch. Konkret bedeuten diese Hinzurechnungsregeln, dass dann Einkommen in der Stiftung mit deiner persönlichen Einkommensteuer in Deutschland versteuert werden muss, ohne dass du auch nur einen Cent von dieser Stiftung bekommst. Wir haben diese Fälle immer wieder erlebt, wo zum Beispiel Verwandte, die in die USA umgezogen sind, Trusts aufgesetzt haben für deutsche Begünstigte. Aus amerikanischer Sicht tipptopp, aber aus deutscher Sicht katastrophal. Da mussten nämlich dann die deutschen Begünstigten auf dieses sogenannte Dry Income, also Geld, was sie nie gesehen haben, komplette Einkommensteuer bezahlen. Also eine totale Katastrophe. Und das ist eben bei vielen ausländischen Strukturen so. Wobei man sagen muss, dass diese Hinzurechnungsregeln hinsichtlich ausländischer Familienstiftungen gerade reformiert werden. Erst vor kurzem wurde hier ein entsprechender Referentenentwurf vom Bundesministerium für Finanzen in Berlin präsentiert. Jetzt muss man sehen, wie sich dieser weiterentwickelt. Hier gibt es dann möglicherweise Entlastungen, wenn
diese ausländische Stiftung mindestens 15% Steuern berechnet. Aber es gibt zum Teil eben auch Verschärfungen, insbesondere was Tochtergesellschaften von Stiftungen anbelangt. Bisher war das so ein bisschen eine Blackbox. Das heißt, da hat im Grunde gerade das Deutsche Finanzamt dann nicht reinschauen können, was in diesen Tochtergesellschaften von Stiftungen passiert. Sollte dieser Referentenentwurf dann tatsächlich so in geltendes Recht gegossen werden, dann gelten für diese Tochtergesellschaften von Stiftungen in Zukunft auch die üblichen Hinzurechnungsregeln. Also damit könnte man dann ausländische Stiftungen und Trusts möglicherweise verwenden. Das gibt ja also dann mehr Optionen, aber natürlich auch nicht in Steueroasen, denn dort gibt es ja keine Besteuerung von mehr als 15%. Liechtenstein berechnet zwar geringere Steuern, 12,5%, da aber eben Liechtenstein Teil des EWR ist, gelten hier andere Schutzregeln. Also grundsätzlich, wenn du in Deutschland oder auch Österreich wohnst, kannst du im Grunde genommen solche Strukturen zur Vermögenssicherung nicht verwenden, zumindest nicht optimiert. Du kannst sie natürlich verwenden, aber dann horrend hohe Steuern bezahlen, beziehungsweise die Begünstigten müssen dann möglicherweise Steuern bezahlen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eine amerikanische LLC in Wyoming zum Beispiel, die du zur Vermögenssicherung einsetzen kannst. Auch das nicht wirklich mit einem deutschen Wohnsitz kompatibel. Jetzt geht es ja hier bei unserem Kanal ums Thema Auswandern. Wenn du natürlich ausgewandert bist, dann sieht es komplett anders aus. Wobei auch dort bist du natürlich nicht ganz aus der deutschen Besteuerung draußen. Wir wissen ja, wenn du Deutschland verlässt, dann bist du noch für 5 bis 10 Jahre in Deutschland zumindest Schenkung und Erbschaftssteuerpflichtig. Das heißt, du könntest jetzt nicht Deutschland verlassen und zum Beispiel dein Vermögen dann an eine Stiftung in Nevis übertragen. Als Schenkung zumindest nicht, denn dann würde darauf in Deutschland Schenkungssteuer anfallen. Da gibt es natürlich Wege, wie du das Ganze umgehen kannst. Du kannst der Stiftung zum Beispiel ein Darlehen geben. Mit dem Darlehen kauft dir dann die Stiftung das Vermögen ab. Du bist ja dann im Ausland und wenn es sich um ausländisches Vermögen handelt, musst du natürlich dann auch in Deutschland keine Steuern mehr darauf bezahlen. In der Regel, das musst du mit deinem Steuerberater natürlich prüfen lassen. Und dann läuft dort eben ein langjähriges Darlehen und sobald du in Deutschland aus der Schenkung und Erbschaftssteuer draußen bist, kannst du das dann umwandeln in eine Schenkung. Ich stelle das extrem vereinfacht dar. Das musst du, wie gesagt, natürlich mit deinem Steuerberater oder Steueranwalt entsprechend besprechen. Idealerweise und wenn es Deutschland betrifft, würde ich dir ebenfalls immer empfehlen, eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt im Vorfeld zu beantragen, dass du da auch wirkliche Rechtssicherheit hast. Wir selbst gründen zum Beispiel Stiftungen für Mandanten in Nevis oder auch in Panama. Wie gesagt, wenn du aus Deutschland draußen bist, dann kann das ganz gut funktionieren, wenn man eben Dinge beachtet, wie zum Beispiel die Schenkungssteuer. Üblicherweise, wie gesagt, wird das dann über Darlehen geregelt und das funktioniert dann natürlich auch ganz gut. In beiden dieser Staaten gibt es kein Transparenzregister. Jetzt haben wir natürlich im Falle von Panama bei den Panama Papers gesehen, dass dann entsprechende Kanzleien beklaut wurden und die Kanzleien, die solche Stiftungen aufsetzen, haben natürlich immer deine Daten. Und da kann man auch nicht davon ausgehen, dass die jetzt besonders schludrig sind oder hier komplett schmerzfrei agieren. Die nehmen es mit der Compliance ebenso sehr ernst. Das heißt, man muss natürlich dort auch die wirtschaftlich Berechtigten gegenüber dieser Kanzlei offenlegen. Man muss das nachweisen, man muss das ausweisen. Die schicken das zwar nicht an die Regierung, da gibt es da nicht irgendwelche Register. Aber wie gesagt, wir haben ja bei den Panama Papers gesehen, dass dann eben auch diese Kanzleien beklaut werden und dann die Daten ebenso geleakt werden können. Da macht es sicherlich Sinn, einen kleineren Anbieter zu verwenden, eine kleinere Kanzlei. Und gerade auf den Inseln, wie jetzt auf den Cook Islands oder Nevis, arbeiten wir eigentlich mit sehr kleinen Kanzleien zusammen. Dass jetzt eine solche Kanzlei beklaut werden würde, halte ich für schwer vorstellbar. Die panamesische Kanzlei Mossack Fonseca, die ja damals bestohlen wurde, das war natürlich ein Riesenplayer. Die hatten Zehntausende von Mandanten, die hatten Zehntausende Stiftungen gegründet. Da lohnt es sich natürlich dann auch für diese Verbrecher, Daten entsprechend zu stehlen. Also, wie gesagt, diese Strukturen können Sinn machen. Deutsche Immobilien würde ich natürlich auch nicht an solche Strukturen übertragen. Bei deutschen Immobilien gilt ja dann ebenso, dass du Einträge im Transparenzregister machen musst. Das heißt, da kann es dann passieren, dass du alle Beteiligten an der Stiftung offenlegen musst. Nicht unbedingt. Es gibt Konstellationen, wo das möglicherweise auch nicht so ist. Aber für deutsche Immobilien würde ich es nicht machen. Aber anderes Vermögen ließe sich natürlich dann entsprechend dorthin einfacher übertragen. Was das Thema Gläubigerschutz anbelangt, sind diese
Strukturen natürlich sehr sicher. Es ist zum Beispiel unmöglich, dass Forderungen gegen dich, die möglicherweise ein Gläubiger hat, dann gegen diese Stiftung durchgesetzt werden. Da wird wenig kooperiert, aber das ist natürlich auch immer der Prämisse, dass die Vermögensübertragung legal war. Wenn du Vermögen überträgst an eine Stiftung, egal an welche Stiftung, egal an welche Rechtsform, und du befindest dich schon in finanzieller Schieflage und praktisch schon mit einem Fuß in der Insolvenz, dann ist eine solche Vermögensübertragung meistens sowieso nicht zulässig und kann dann rückgängig gemacht werden und auch sehr ernsthafte strafrechtliche Konsequenzen für dich haben. Also das solltest du auf keinen Fall tun. Auch hier natürlich lass dich von deinem Rechtsanwalt hier umfassend beraten, bevor du hier irgendwelche Schritte unternimmst, die du dann nachher wieder bereust. Sehr interessant natürlich in dem Artikel bei Inside Paradeplatz war natürlich die Quintessenz, nämlich dass es vor allen Dingen die USA sind, die hier profitieren können, und dem kann ich absolut nur zustimmen. Gerade als Ausländer, wenn du in den USA nicht steuerpflichtig bist, sind die USA ideal für die Vermögensverwaltung. Auch hier wieder kann man sagen, nicht für jede Art von Vermögen. Auch hier wäre ich bei Immobilien grundsätzlich vorsichtig, aber anderweitiges Vermögen, das lässt sich natürlich durchaus in eine LLC einbringen. Gerade eine Wyoming LLC muss man hier besonders hervorheben, denn dort genießt eben auch die Single-Member LLC, also die LLC mit nur einem Gesellschafter, umfassenden Gläubigerschutz. Alles, was Gläubiger im Grunde machen können, immer unter der Annahme, dass die Übertragung des Vermögens legal war natürlich, ist, dass sie eine sogenannte Charging Order erwirken können. Das heißt, wenn jetzt ein Gläubiger einen Titel gegen dich persönlich hat, dann kann der Gläubiger veranlassen, wenn er jetzt ein Gericht in den USA bemühen möchte, was natürlich sehr, sehr teuer ist, dass Zuflüsse der LLC an dich im Grunde genommen gesperrt werden. Aber auch dann kannst du das möglicherweise als Rente gestalten, als Betriebsrente, wie wir das ja schon oft gesagt haben. Und die sind dann vielfach eben auch vom Gläubigerzugriff im Grunde genommen geschützt. Aber der Gläubiger könnte jetzt nie auf das Vermögen der Gesellschaft zugreifen. Das ist nicht in allen Bundesstaaten so. Es gab ja sehr relevante Gerichtsurteile, gerade in Florida. Bei Florida LLCs kann ein Gericht erwirken, dass die Gesellschaft aufgelöst wird und das Vermögen der Gesellschaft den Gläubigern zufließt. Also Wyoming ist hier besonders hervorzuheben. Und natürlich, und darauf will der Artikel ja besonders hinaus, in Wyoming wird nicht veröffentlicht, wer hinter der Gesellschaft steht. Es gibt kein Transparenzregister. Ja, es ist tatsächlich so, dass es der Bundesstaat nicht mal weiß. Wenn wir Wyoming LLCs für Mandanten gründen und unsere Webseite, wie gesagt, ist nullsteuer.llc dafür, dann teilen wir dem Bundesstaat weder mit, wer der Gesellschafter ist, noch wer der Geschäftsführer ist, was das Stammkapital ist, was die Gesellschaft macht. Die Gesellschaft muss auch nichts veröffentlichen, keine Jahresabschlüsse oder irgendwelche anderen Details im Handelsregister. Das heißt, selbst wenn jetzt irgendjemand dort eindringen würde in diese Computersysteme des Bundesstaates, würde er dort überhaupt keine Informationen finden, denn die Infos sind tatsächlich nicht beim Bundesstaat vorhanden. Also sowas wie in Liechtenstein könnte dort nie passieren. Wir haben schon immer gesagt, dass diese Transparenzregister natürlich ein großes Übel sind. Jetzt haben wir ein sehr gutes Beispiel dafür in Liechtenstein selbst gesehen. Andere Risiken sind natürlich, dass Staaten dann die Daten darin verwenden, um zum Beispiel eine Vermögensteuer zu erheben, und das alles natürlich immer unter dem Deckmantel der Bekämpfung der Kriminalität, Steuerhinterziehung, Geldwäsche, die bösen Russen und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn du auswanderst, gibt es sicherlich einige attraktive Optionen für Stiftungen. Eine habe ich dir genannt. Wenn du in Deutschland bleibst, sind die Optionen weitaus geringer. Da müsste man dann auf Stiftungen innerhalb der EU zurückgreifen. Das könnte interessant sein. Zypern bietet ein ganz interessantes Trust-Modell an. Es gibt eine Stiftung auch in Malta. Polen hat eine Familienstiftung vor kurzem etabliert. Das sind alles Modelle, die sich recht steueroptimiert umsetzen lassen. Aber natürlich auch in allen diesen Ländern gibt es wiederum Transparenzregister. Alles ist in der EU, aber könnte möglicherweise tatsächlich eine brauchbare Alternative zur Stiftung in Liechtenstein sein, wenn du eben in Deutschland, Österreich oder in der EU wohnen bleibst. Also, wenn Vermögenssicherung dir am Herzen liegt, wenn du dir überlegst, im Ausland eine Stiftung zu gründen im Rahmen deiner Auswanderung oder du andere Fragen rund um das Thema Vermögensschutz und Vermögenssicherung hast, inklusive Edelmetalle, Krypto und wie du diese sichern kannst. Ich rate dir ein Beratungsgespräch mit meinem Kollegen Friedrich zu buchen. Er ist ehemaliger Banker, ehemaliger Private Banker. Er hat sehr wohlhabende Familien genau zu solchen Fragen beraten, und auch du
kannst von seinem Know-how jetzt profitieren. Link zu all dem in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen schon seit über 20 Jahren Mandanten genau bei diesen Fragen: Vermögenssicherung, Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland. Ich danke dir nochmal, Gregor, für diese hervorragende Idee zu diesem sehr interessanten Video. Wenn auch du eine Idee hast, dann teile sie mit uns. Geh zu Perspektive Ausland und schick uns deine Vorschläge. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.